Seht ihr noch ein bisschen Tschirmien, die Asbeststadt? Wir sind jetzt aber voll in Eile, weil ich hatte dann irgendwann beim Essen geschaut, wo ist die nächste Station, wann macht das zu und hatte dann gesehen 16:30 Uhr. Also haben wir Vollgas gegeben. Okay, das war hier eine ganz knappe Nummer. Deswegen geht es einfach jetzt hier direkt los. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja, ich werde hier auch noch gefilmt. Komm. Hi. Wir sind hier beim Lingchan und 16:30 Uhr war der letzte Einlass. Ich habe Ticket gekauft um 16:23 Uhr, aber es haben noch 2 gefehlt. Einer hat es nicht geschafft. Wir sind drinnen mit dem letzten Bus. Alternative wäre mit dem Pferd hier hoch, aber dann haben wir weniger Zeit. Und ja, jetzt gucken wir uns Lingchan an. Das ist auch ein sehr berühmter buddhistischer Tempel. Und es gibt ein bisschen Regen. Aber das war hier alles noch ganz spontane Nummer. Leute, ich brauche so eine Tür. Guckt euch das an. Geil, geil. Ja, cool. Hier auch Begrüßungsschrift. Mein Name ist Fu. Spaß, nein. Achso, und hier oben, das haben wir schon auf der Straße gesehen, steht immer die Schrift hier von der Lokalbevölkerung. Wir sind jetzt nämlich im Land der Yi. Das ist eine Minderheit hier in China. Das sind quasi hier im Südwesten Sichuans in mehreren Tälern verteilt. Wow, wo starten wir denn am besten? Oh, tief einatmen. Die Rauchwolke. Tief einatmen. Und ich ausatmen. Mach das nicht. Mach das nicht. Hier ist der große Buddha. Guckt euch den an. Mit einer Mütze. Zack, der ist aber fett. Boah. Und hier haben wir die Klassiker. Der Mann mit der Leier. Guckt euch den armen Wicht da unten an. Der hat eine Beule auf dem Kopf. Er sieht ja legit aus. Geile Rüstung. Geiles Schwert. Oh. Hier habt ihr noch die, und die Malereien hier. Oh, die Vögelchen. Wow. Ja. Wenn wir gleich um 8 Uhr morgens kommen müssen. Wow, was sind das für Figuren? Das müssen wir nochmal nachlesen. Oder kann uns jemand aufklären, der hier damit vertraut ist? Warum gibt es hier so kleine Monster mit Zähnen? Du sollst den Tempel nicht abbrennen. Das habe ich dir gesagt. Du sollst den Tempel nicht abbrennen. Oh, großes Feuer hier. Ja, größer. Hier, Kameramann Cholio.
brennt den Tempel ab hier. Boah, hier stinkt es nicht so doll, aber. Wie, das stinkt hier nicht so. Ich glaube, hier findet wirklich jeder Mensch stinken. Ja, wir hatten das in Shenzhen. So ein Tempel, da musst du auch so einen Berg hochkraxeln. Wir sind den ja jetzt gefahren. Der Drache macht auch wieder Feuerstrahl, ne? Und in der Mitte wieder Feuerball hier. Oh, hier hat jemand das Schild fallen lassen. Was ist denn hier passiert? Da ist wieder die Big Boy Glocke und die Trommel. Hallöchen. Popöchen. Ey, hier hinten geht's noch weiter, Bro. Es geht noch höher. Es wird immer kälter. Oh. Oder so. Hier beten die Leute leise. What's a flippin'? Bro, komm mal. Leute, das geht noch bis da oben. Wir haben noch 5 Kilometer Weg vor uns. Also, Babydrachen. Ach so, die sind doch Standard. Aber rechts ist hoch und links ist runter. Also normalerweise ist hier volle Bude oder wie? Boah. What? Na, flippen ist das denn hier? Wow. Okay, ich glaube, das ist die weirdeste Tempelvorstellung, die man jemals machen könnte. Ich hoffe, das ist jetzt in keiner Weise disrespektvoll. Aber ja, auch kein Aber. Wir sind zu spät. Wir sind in Eile. Aber wir sind neugierig. Okay, ich gehe rechts rum. Auch Richtung Toilette. Falls das noch mein Ding wäre. Warte. Ich weiß, man darf bestimmt nicht einfach hier über einen Graben hopsen. Aber ich will noch mal den Berg. Okay, guck mal. Das haben wir schon geschafft. Boah, ich will den bauen, ey. Ich will den nachbauen. Ich krieg jetzt gerade richtig Bock in Minecraft einen Tempel zu bauen. Der ist ja insane, da könnte ich mich ja locker ein Jahr mit beschäftigen. Wow. Wir hätten hier an der Seite die Abkürzung nehmen können. Okay. Wie läuft das jetzt? Also es gibt da drüben eine Halle und hier eine Halle. Obwohl die da drüben wird gebaut. Ey, wir haben durch Zufall die richtige ausgesucht. Und oh Mann. Warum müssen die immer handschreiben? Das ist so meine Schwachstelle. Ihr wisst es ja schon. Handzeichen. Oh. Also ich lese es nicht. Ich probiere es auch nicht. Nur leise. Nur leise wird gelesen. Hier ist auch wieder eine fette Flamme. Ach, da haben die richtig Holz reingeworfen. Das ist so kalt. Jetzt kommt auch ein bisschen der Regen durch. Aber man kann auch von der Seite gehen. Wir können dann, wenn es regnet, die Seite runtergehen. Es regnet. Es regnet. Der Papa wird nass. Zack. Wow.
Okay. Wie kommen wir denn jetzt da eigentlich durch die Mitte? Hä? Achso, du machst noch so einen Spazier... die haben hier Lampen drin mit Solarkollektoren. Jetzt müssen wir mal warten, bis es hier dunkel wird. Dann fängt ja an zu leuchten, oder wie? Okay. Oh, ich vergesse schon wieder zu filmen. Wow. Hier sind so zwei mit Hunderten von Buddhas. Ja, wir ziehen hier durch. Es fängt hier gerade an zu regnen. Und wir werden nass. Und wir werden nass. Sunny hier wieder. What? What? Hallo? Hallo? Ni hao, ni hao. Wow. Hier ist eine geile Akustik drin. Und hier werden wieder die ganzen Mönche bestimmt aufgeschrieben. Ah, hier regnet es ja nicht drin, hier haben wir Zeit. Wow. Oh. Der sieht geil aus, der hier. Der alte Weise. Und der hier erstmal. Hallo, hallo, Mr. Bro. Ich hoffe, du hast auf 4K gestellt. Dann wird die Kamera richtig glühen, sag ich dir. Oh, hier musst du aufpassen, die Steine sind ein bisschen rutschig. Also bei meinen schon zumindest. Und Bro, halt die Kamera ordentlich. Ah, guck mal, wir hätten auch da mit dem Auto hinfahren können, dann da einfach aussteigen. Und direkt zur Spitze. Ah, die Lampignons, die warten schon noch. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter, wir sind noch nicht mal am Ende. Ich dachte, hier wäre nur ein kleines Hütchen hier oben drauf. Okay, wir hatten gerade eine Halle, wo wir nicht filmen durften. Jo. Also wenn du hier runtergeschubst wirst, dann machst du Smash. Smash. Oh, es geht noch weiter hoch. Oh, stinkt. Okay, dann gibt es hier noch eine Seitenhalle. Also wenn die beiden es nicht hochschaffen, wir auf jeden Fall. Boah, aber das muss... da ist ein kleiner Mini-Bagger. Da ist ein Mini-Bagger. Jetzt weiß ich, warum ich hier hin wollte, weil ich habe ein paar Fotos nämlich gesehen. Ein Tempel. Der kleinste Tempel der Welt. Der vermutlich kleinste Tempel der Welt. Das ist der Titel dieses Videos. Der vermutlich kleinste Tempel der Welt. Wir gehen erst in die Mitte und dann gehen wir hoch, okay? Sorry, dann gehen wir hier in die Seite. Bros, eure Stufen sind abgebrochen. Ich will nicht wissen, wer da runtergefallen ist. Oh, ich habe aber schon ein bisschen Rauchvergiftung. Ich habe hier schon ein bisschen Rauchvergiftung von den Jungs. Oh. Ui. Du siehst auch gar nicht den Eingang mehr von hier. Krass, what? Ja, wir müssen... Ah komm, wir gehen so rum.
Oh, warm, warm. Perfekt. Bisschen Hitze. So, oh, jetzt fängt der Regen an. Hier ist wieder nicht Film, ne? Ja, dann. Das tut ja auch der Kamera gut. Das ist so wie eine natürliche Kühlung hier gerade. Oh, hier ist ein bisschen nasser. Ja. Ja, beim Runtergehen aufpassen, ne? Hier sind Löcher in der Treppe. Rauchvergiftung. Oh, Jayo, Jayo. Nó bạn đi còn sẽ còn yêu của tao chứ. Und wenn es wieder krass anfängt zu regnen? Jetzt muss man hier ein bisschen Fokus auf die Berge. Ach, die haben extra gewartet. Ja, jetzt muss man Ende wegen. Gleich fängt es wieder an stark zu regnen. Ja, ja, aber das kündigt sich ja noch an. Oh, da gibt es auch noch so Tafeln. Guck mal. Die werde ich mal kurz einmal so. Ey, da gibt es einen Eingang oder was? Noch eine geheime Höhle? Oh, so einen goldenen Kopf. Ein Muster. Man sollte vielleicht manchmal auf die Kamera gucken, wenn man filmt, ne, Leute? Läuft hier, läuft hier. Genau, und hier sandig. Schön aufpassen. Wir können ja links. Wir gehen links. Bei einer Treppe habe ich fast Parat gemacht. Ha? Einer Treppe habe ich fast Parat gemacht. Video Hier drin. gibt es auch noch Geheimquartier oder was? Oh, hier gibt es noch den Supershop. Hier gibt es noch den Supershop. Willst du so einen fetten Typen mit nach Hause nehmen? Mit so einem Schwert hier? Ich finde sowas irgendwie geil. Aber ja. Wenn es regnet, ne, haben die das extra, damit sich das Wasser hier drin sammelt. Dann ist es so marginal schräg, damit es dann abfließen kann. Gibt sogar ein Haustier, ein Hundchen. Guck mal, die haben das genau für mich gebaut. Ja, Bro, film mal mich. Die haben das genau für mich gebaut hier. Ich passe hier durch ohne ein Made for China. Zack. Ohne Sorgen. Ich glaube, die beiden sind noch nicht mal hier in der Nähe, wa? Aber diese Kamera ist gut. Und dann kommt wieder der Satz, den ich schon kenne. Das Footage von Xiaolio ist einfach viel besser. Ja, dann lass mich doch filmen. Ja, du filmst ja. Ich habe die Oma, glaube ich, gesehen. Die saß da eben, ne? Okay. Ist so weg. Ach, da. Wir können hier noch. Hier haben wir noch eine. Können wir noch rein? Nee, machen wir nicht? Okay, ich gehe an die Seite. Ja. Die genießen, die genießen. Die genießen. Guck mal hier die Bilder. Wow. 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 Guckt euch diese Bilder hier an. Das sind Türen. China ist geil, oder nicht? Läuft, läuft. Wow. Ich glaube, es sind das sind einfach Bilder von anderen buddhistischen Tempeln. Es gibt ja auch die 5 besonders bekannte buddhistische Tempel, die auf ganz hohen Bergen sind. Oh, ja, ich muss mich wieder einlesen und damit beschäftigen.
Ich wusste das mal vor 10 Jahren und habe alles vergessen, weil mein Lebensplan ist nochmal alle 5 buddhistischen und 5 daoistischen Tempel aufzusuchen. Aber dann sollte man erstmal informiert sein, bevor man losgeht, ne? Oh, hier in der Seite geht sogar noch weiter. Zack, da oben. Yes, sir. Bestimmt wohnen hier auch die Mönche. Changqu, Changqu. 我不上去了，好累啊，为什么？好累哦，就干，好怕啊。今你妈比在这边好好看，好好看啊，真的吗？成都到这里都是一样的，我也付了1000多都是一样的。你要跟妈咪说6点钟最后一班车，你跟她说没有？啊，他知道，知道了啊，都漂亮，好的，真的都漂亮。嗯，但是你好累，好累哦你不想爬山，爬山，爬上来了，我就下去找你妈咪，她就在那一间屋子找了哦很久。，你讲就是，我就下去找她，啊，你她可以等下她就上去了。可以现在找他。Ja. Oma die geht einmal hoch, denke ich. Achso, die wartet hier auf der Ebene. Aber ich glaube, auf der Seite kann man nicht runter, oder? Das ist so wie Verteidigung. Also würdest du den Tempel hier echt verteidigen, dann könntest du hier dich hinstellen. Und die Leute kommen ja hier nicht weiter hoch. Ja. Also Lingchan de Wang. Oh. Ah ja, wirklich. Ich werde wieder anfangen, Zeichen zu üben, einfach damit ich hier mal den ganzen Kram lesen kann. Ach, die haben hier auch die Wand vollgeschrieben. Du kommst hier nicht rein, steht da. Geh mal erstmal bitte eine Spende abgeben. Jetzt fängst du wieder an, hörst du? Ja, das Guck, und gleich noch einmal stark regnet es. ich wollte da in die Seite mal reingucken, Mann. Das ist jetzt auch schon ein bisschen lang. Hallo. Boah, ich habe fast wieder Spagat gemacht. Oh, das ist Zeichen für Toilette. Ja. Ups. Wo ist die da? Oh, dieser Regentropfen wird Lauf noch da nicht lang. Ich gehe hier lang. Musst du auf Toilette? Ja, du duzt
Sauländer. Okay, Leute. War wieder ruhig. Schon mal wieder ruhig. Ich mache noch die Seite hier. Guck mal, da werden noch so Alltagsgeschichten erzählt. Oh, Kunze. Was? Nee. Sieht aber mega wie Kunze aus. Das wäre weird. Moment. Ich liebe das einfach. Ich kann hier so einen Tempel hinbauen. Das ist ja einfach insane. Wow. Das ist auch noch so gigantisch. Und wie immer, wenn man zu spät kommt, bestraft einen das Leben. Wir sind jetzt hier wieder ganz allein. Sind eigentlich so special. Kriegen wir mal extra Wurst. Nee, wird nie passieren. Will nicht. Will sowas nicht. Wow, wow, wow. Manchmal nur ein bisschen Glück. So, gucken wir mal. Gibt es hier, das sind andere Szenen. Was machen die denn da? Oh nee, das ist nochmal, die sind nochmal gleich hier. Oh, ich glaube, ist das die Darstellung von dem sein Lebensweg vom Buddha? Ich finde das auch spannend. Ich habe irgendwann mal so eine Geschichte gehört, dass es in Indien so einen ganz jungen Buddha gab, der einfach angefangen hat zu meditieren. Ein Junge, der war wohl 16 und dann hat er sich entschieden mit 16, er möchte in den Weg des Buddha gehen und hat sich unterm Baum gesetzt und saß da zuerst 3 Jahre ohne Essen und Trinken. Wie das genau funktioniert hat er nicht erzählt, aber er meinte, er hat halt meditiert. Und davon wohl das längste am Stück irgendwie für 8 Wochen, wo man ihn dann gefunden hat. Kurz bevor er aufgehört hat, da war schon richtig so seine Beine grün und der konnte die auch nicht mehr bewegen und so. Ja. Und der ist dann so ein bisschen versteinert. Man hat ja auch später zum Beispiel in so Goldstatuen, nachdem man die gescannt hat, gefunden, dass da auch zum Beispiel noch Menschen richtig drinne saßen. Die Vermutung ist, dass sie beim Meditieren in so einen Ruhezustand gekommen sind, dass sie dann einfach versteinert sind oder ja, ob die noch am Leben sind oder nicht, ist schwierig zu sagen. Die haben dann einmal in Goldstatuen, ich glaube insgesamt wurden bis jetzt 14 oder 13 waren das Menschen in Statuen gefunden. Und eine Statue weiß man, die ist halt aus dem 6. Jahrhundert. Heißt, der sitzt da seitdem da drinne. Was schon ganz schön insane ist. Ja. Und zurück zu diesem jungen Buddha. Ich habe jetzt aber auch das nicht weiterverfolgt, aber der hat das wohl weiter betrieben. Und der war damals fast mein Alter. Also der sitzt vielleicht jetzt auch immer noch schon wieder 20 Jahre unter einem Baum und meditiert da. Das kann auch ein Weg fürs Leben sein.
Jo, aber ich zeige euch erstmal China und chinesisches Essen, obwohl ich auch von vielen Sachen überhaupt keinen Plan habe. Aber ich lerne jeden Tag ein bisschen und jeden Tag ich vergesse ein bisschen. Ja. Und jetzt geht es erstmal hier noch ein paar Tage weiter durch Südsichuan. Ich habe die Treppe lebend erreicht. Und dann gehen wir weiter in Deutschland Furon. Und im Oktober geht es hier wieder zurück. Dann reisen wir auch wieder von Chengdu an einen weiteren Ort. Das wird dann die 3. Reihe. Also heißt, ich versuche mal bis zum Oktober diesen kompletten Teil, was wir hier alles erlebt haben, in schöne Videos zu schneiden. Guck da in dem Dorf. Ich habe gesehen, der ist groß. Da dachte ich aber, okay, ja gut, wir sind 16:30 da und dann ist das bestimmt gleich hier. Dann habe ich auch nicht gewusst, dass es hier noch einen Weg gibt zum Rumriechen und so. Ich weiß, die sind manchmal unentschieden. Und ich wollte es einfach noch probieren und da saß wirklich nur noch, alle sind schon in Dings gegangen, der wollte auch rausgehen und dann hat eine Frau zu ihm gesagt, hat da noch jemanden, ja, und dann habe ich Ticket gekauft und dann haben die erst gedacht, nur wir beide und ich meine, nee, wir sind ja 5. Auf dem Weg nach Lizhou begeben. Lizhou ist eine Stadt aus dem 16. Jahrhundert und dort ist auch eine aktive Altstadt, quasi mit der Neustadt. Dort wollen wir uns ein Hotel suchen, allerdings funktioniert das alles nicht so. Und dann sind wir sogar noch weitergefahren bis nach Xichang, das sind nochmal 50, 60, vielleicht 100 Kilometer gewesen, müssen wir mal gleich gucken. Und ja, deswegen Lizhou kommen wir auch nochmal zurück. Aber jetzt hier seht ihr gleich ein paar Eindrücke. Das alle mit Vorsicht anpassen.再来你二来点。你休息，我休息。大雪人，漂亮的鱼。我也没吃过这些，不晓得嘛。哦，现在点了吗？哦，现在点都还上来着呢。有啥子？牛肉。牛肉。要小。不要小。哦。你没带杯子吧？你得带个杯子。你别拿个杯子，你得有钱。你得给人家。牛肉人来。有没有那家味道哈？
那天吃那家波斯锅那个。所以。我最喜欢有以前在成都有一个路有很多烧烤，晚上他们出去了。这个羊肉啊，羊肉串，哦，怪不得人家饭店哎，你不照啊？你不照相啊？对对对。啤酒他自己加吗？啊？啤酒。加2瓶啤酒过来嘛。有没有嘛？我加2瓶啤酒。这不说13号嘛？2瓶啤酒。没事。这个对。有那么多？不好吧？不好吧？Ja, da hinten geht Party los. Hier unsere kleine Party. Jetzt geht's, oder was? Darf nicht wirklich nicht trinken. Ich habe gerade getrunken, jetzt kommt noch sein. Weil die Paprika.你都吃这个了？别拉倒。哇！好啦好啦Stiertang auf der Zunge. Rennt so krass. Und hier oben. Weil ich habe angefangen zu trinken. Hier. Dieser Freund. Pure Chili Power. Gänsehaut. Ja. Jetzt ist besser. Uiuiuiui. Ah, Haula. Haula. 我鼻血都出来了，他们好比较。What's up, bro? 有点辣。啊？有什么问题？ I'm bloody. I'm bloody. Where are you from? 德国。Germany. 啊。你会说德语啊？我不会噻，我会说刚说哦英语的哦。So I went to US for. 不得是，你说成都四川话，他会说中 So I 文。 went to US for 9 years. You in the US for 9 years. For my high school. Oh. My middle school. But how long is it ago? 好，谢谢。 I think you forgot so many English. My English is bad. 对吗？ Yeah.
没得事，你说汉语没得问题。他是成都的，说成都话，说成都话都可以，四川话都可以。可以啊。你要说成都话。你会说四川话吗？听得懂，说不出来，但是听得懂四川话。普通话比我还说的好，我还说椒盐，我只有说普我还说通话。椒盐，他还说椒盐。四川话，哎呀，说四川话，是本地人还是？你是哪？我成都人。我成都的，听说成都话。你们在这耍啥？我是上班。哦，上班上。我成都人，我重庆的重庆。哦，重庆怎么样？机场好玩？啊？机场好不好玩？他问你西昌好不好玩？我今天才过来的。哎，经理没有，经理没有。啊？来吧，这个，都是。啊，鸡腿好巴适。哎，无所谓嘛，喝饮料也是一样的。没得事，这个嘛，这个。哎。You're from Germany. 对。I went to US for 9 years. Yeah. I took my middle school, my high school, my college, my Now your English is better. When you sit there, I feel you just learn. cause I'm drunk. No, I'm drunk. I took 8两白酒2白酒。 ，like 1两450。啊，你喝了太多了。How many days you drunk? First day? When Germans go on holiday, usually like we have one island, and when we go there, they drunk from beginning to the end, and then That's right. then fly 3 hours back. I mean, it doesn't matter where you're from. I mean, from China, from US, from Germany. Yeah. Now you have this. You a have this man- culture too. A man who Good. is good at drinking, Yeah. it's from the beginning to the end. 哦，那英语好好哦你。我出3期的美国，我研究生回来的中国。 Wir haben ja gerade einen lustigen Typen aus Chengdu. 是公务上我 Die 在那 ganze Zeit Chinesisch. Und er meinte immer, red mit mir Chinesisch. Ich bin so besoffen. 那的都不说了，还说啥子英语了？我操！我还在成都公路在人事科的科长。啥子叔叔，哎呀，不说那些了。哎呀，我他妈说啥子英语呢？你早点说的哇！啥？我喊你哥嘛。啊？ So I call you brothers, right? 就只能喊哥噻。所以你多大？几岁 So I born in 1999. ？1999。 26. 啊，so 我是哥哥，我好老， So how old are you? 80岁， So you're 31 years old. 差不多。 31岁嘛，31、32嘛。 31他们84年。 84年的。 30。哦，41了。So 41。哦。那个阿姨，你们从成都来？整个就陪他妈的嘛，我一般在忙事。就你们才来嘛，今天我。们今天才来，我们家这儿写旅馆的嘛，他都不接待他们的嘛。所以说我觉得接待他们。我晓得，我伯父是美国人，在那边来一定要住酒店儿，要有那个文件啊，各方面生活。他确实是。那旅游签证不可以。因为他们比如说他们去新疆那边，他们说要帕里党，要去考察地质，要各方面，他是有共同的有一个统一的那个酒店让他们去住，对不对？还是有缘分，今天是没想到有。说有你好，身体健康他找老爷子哦。有你好。我算他老爷。 We open a noodle shop in Berlin. noodle shop in Berlin. 成都味道面馆。 Is it real? Yes. In Berlin. Yes. It's this one. I know. You're talking about you have a Yes. noodle shop in Berlin. Yes. I understand. We opened for 6 years, so no time for more kids. It doesn't matter what you have, 1 kid or 2 kids. You understand me, right? No. I like kids, so all attention for him. I mean, one is good, but
A girl is better, right? Male does one. I mean, one boy, one快 girl 点 is better. 退休，每天在吃东西，休息，玩。 I like girl, I like boy. I'm not like a You have wife? traditional. I don't. So start there. No. I used to have one. Oh, I used to have one, but then not life happened. divorce. But like, it's a sad story. And Well, you 呢度 can- 玻璃 WeChat, 車， right? You can come to visit. 你掃埋Google 搜 Give 成 me 都 some 味道。 discount, right? Oh, no discount. Fuck discount. 你搜成都味道就他们 Google 搜成都味道， Either free or full price. 就他开的。 No discount. No for free, but discount. You know what I mean? I will pay, but 我不是。第二个拜尔玛，谢谢。妈整一个整。玩儿聊天嘛，哎，好不容易看到说英语的，我操！是个 typ。都是你叫什么名字？你们建设那个纯意饭。纯意饭。 So the traditional US, your last name in China your last name first, right? In US your first name last. Yeah. So I'm 英语名字。Felix. 我不好意思，我也是跟到你们荷兰话，就是我也是很久没看到那个。当然，你要说英文长期说啊不搞啊。你要是隔个几年说英文我已经，隔了很多年了。 They are friends. My friend. Yeah. I don't have. I'm lonely. The two guys before. That's my boss. Oh, your boss. He just leave you here. No. I told them just leave me alone. 'Cause I met someone good at English. so I'm stay here and we drink some beers. You know? So I told them to just leave me alone and go home. You know? See you tomorrow. You What if you don't speak English? then you don't And come. just leave you alone. Oh. I go home and sleep. You know? 我不会说英语哈。 You're the first one. I met her who knows speak English. 这孩子啊，我听不懂你说什么。 I just go to restaurant. Okay, ich mache hier mal aus. Okay, lustiger, betrunkener Chineser. Ja, der Englisch üben wollte. So ist das. Okay. Ich mache dieses hier wahrscheinlich einfach so ganz ungeschnitten. Kommt das in voller Länge, eine ganze Stunde. Wir versuchen da Untertitel reinzuhauen und dann könnt ihr einfach mal China so live erleben, wie es ist, wie die Leute sind, ungefiltert. Ja, so wie hier ist es eigentlich super häufig. Ja, der ist lustig. Ja, aber das kennt ihr wahrscheinlich nicht anders aus eurem Leben. Okay, ciao. Los, Kai. Man kann hier hinten sitzen. So, wir haben es geschafft. Wir sind am See. Wir gehen raus.